Ich stehe an der Schwelle. Ich muss gehen. Leb wohl, Nicola. Ich wollte Marlene nicht verletzen. Hättest mal für eine Sekunde dein Hirn einschalten müssen. Ich kann es immer. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Mit der Nummer können wir jetzt auftreten. Müssen wir noch ein bisschen üben. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Das ist so komisch. Seit ich hier auf Mallorca bin. Ist es, als wäre ich ganz nah? Wie lange bist du schon hier? Seit unserem Geburtstag. Ich bin so froh, dass wir uns wiedergefunden haben. Ich auch. Also ihr hättet mich wirklich nicht nach Hause bringen müssen. So gehört sich das aber bei einem Star. Du übertreibst mal wieder maßlos. Du warst sogar besser als bei der Premiere. Ja, Standing Ovations. Die Leute sind ja direkt von ihren Sitzen aufgesprungen. Mann, wann hast du endlich deinen Termin beim Spezialisten? Morgen. Das ist alles halb so wild, Halb wirklich. so wild, ja. Also da ist Marlene wirklich die bessere Schauspielerin. Schön, dich wieder so glücklich zu sehen. Ja, weißt du, ich habe gerade Düsseldorf gerockt. Ich kann alles schaffen. Heißt das... Naja, Hagen und ich, wir wohnen hier unter einem Dach. Wir sind verheiratet. Der Rest wird sich finden. Aber ich denke, er hat dich so verletzt mit seinem ständigen Vor und Zurück. Er weiß aber nicht, was er will. Ja, aber solange das so ist, kann alles passieren. Hagen. Oh. Hallo. Entschuldigt mich. Warte mal. Du trägst deinen Ehering nicht mehr. Julia? Du. Du? Du bist schon zurück aus Barcelona? Wie schön. Dann wohnst du immer noch hier. Wie schön. Dann konntest du Timo also nicht überreden, mit nach Hause zu kommen. Julia hat sich auf dich verlassen. Also, ich finde, der Junge übertreibt ein bisschen. Ist doch nicht so schlimm, dass du nicht sein Vater bist. Naja, du bist ja für dein außergewöhnliches Maß an Empathie bekannt. Ich glaube, das ist der Grund, warum Julia dich nicht in ihrem Leben haben wollte, oder? Jetzt bin ich aber in ihrem Leben. Und dafür sind wir alle dankbar. Dann kannst du mir doch bestimmt sagen, wo sie steckt.
Ich habe jetzt gerade eben geschlafen. Na toll. Du weißt also nicht, wo Julia ist. Vielleicht konnte sie ja nicht schlafen und ist spazieren gegangen. Ja, vielleicht. Wenn mich damals jemand gefragt hätte, ob ich mir vorstellen kann, dass du mal Priester wirst, hätte ich laut gelacht. Hm. Aber es steht dir ganz gut. Ich weiß. Naja, ich weiß. Nach Lanzarote ging es mir so dreckig. Ich habe zwar irgendwie gewusst, dass du noch lebst, aber irgendwann habe ich mit der Suche aufgehört. Und dann kam dein Brief. Du hast das Richtige getan. Es war falsch von mir, dich zu bitten, nach Spanien zu kommen. Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Und danach bin ich in ein Loch gefallen. Ich habe so viel ausprobiert, aber nichts hat geholfen, gar nichts. Die Beziehung mit Kerstin hat auch irgendwann nicht mehr funktioniert. Jedenfalls irgendwann bei einer Wanderung bin ich auf eine Bergkapelle gestoßen. Und ich bin da rein und plötzlich war es ganz ruhig, ganz still. Und ich hatte das Gefühl, dass ich angekommen bin. Schönes Gefühl. Hier fühlt es sich auch immer so an. Nach Hause kommen. Ja. Dass wir uns ausgerechnet hier wieder treffen. Albert Schweitzer hat mal gesagt, Zufall ist das Pseudonym, das Gott sich zulegt, wenn er unerkannt bleiben will. Papa, wie oft nimmst denn du eigentlich deinen Ehering ab? Ich? Na, nicht so oft. Ich krieg den auch schon gar nicht mehr ab. Marlene. Hör mal zu. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, aber Hagen hat dich wochenlang verarscht. Er wusste genau, dass er sich in eine andere verliebt hat und hat dir trotzdem immer wieder falsche Hoffnung gemacht. Keine Frau hat so einen Waschlappen verdient. Papa, wir machen alle mal Fehler und... Fehler? Du hast was Besseres verdient. Als jemanden, der dich unglücklich macht und selbst nicht mal weiß, was er will. Tja, vielleicht weiß er es ja jetzt. Vielleicht solltest du dich wirklich langsam damit abfinden. Weißt du, ich habe gedacht, solange wir noch hier zusammen wohnen und verheiratet sind, da ist das nur eine Krise, die vorbeigeht. Es tut mir so leid. Komm mit nach Hause. Überleg's dir. Jetzt ruhst dich erst mal aus und dann sehen wir uns morgen. Ja? Ich bleib noch ein bisschen. Gut. Tschüss, Marlene.
du angerufen hast. Ich wünschte nur, wir könnten etwas tun für Nico. Vielleicht sollte jetzt jemand bei ihr. Nein. Sie hat gesagt, sie möchte alleine sein. Der Arzt ist gerade gegangen. Es ist vorbei. Wenn es dir recht ist, werden wir alle gemeinsam die Totenwache halten. Danke. Hey, Ich muss mit dir reden. Über Marlene. Musste das sein? Ich wollte sie nicht verletzen. Das hast du aber. Hagen, du trägst deinen Ehering nicht mehr. Da wird sie ja wohl kaum vor Glück durchs Schloss steppen. Ich habe mich von ihr getrennt. Je eher sie das akzeptiert, desto leichter wird's für sie. Ach so. Dann sollte sie dir jetzt auch noch dankbar sein, dass du auf ihren Gefühlen herumtrampelst. Dana, ich habe ihr und auch mir selbst viel zu lange etwas vorgemacht. Deswegen muss ich jetzt einfach ehrlich zu ihr sein. Auch wenn es im Moment vielleicht wehtut, letztlich ist es auch für sie das Beste. Das Beste wäre für sie gewesen, wenn du dir vor der Hochzeit überlegt hättest, was du wirklich willst. Hagen, ich war vorhin bei ihr. Ich wollte sie trösten, aber ich habe Marlene noch nie so erlebt. Ich weiß, es ist eine schwierige Gar Situation. nichts weißt du. Marlene ist meine Schwester. Sie war immer da für mich. Sie hat mich immer zum Lachen gebracht, als es mir schlecht ging. Sie kann einen in den Wahnsinn treiben, weil sie völlig durchgeknallt ist. Aber jetzt ist sie einfach... Sie ist stark. Sie wird darüber hinwegkommen. Oder glaubst du ernsthaft, Marlene will lieber eine Beziehung mit einem Mann, der sie nicht mehr liebt? Weißt du, was heute Nacht passiert ist? Nico hat ihre Einwilligung gegeben, dass Philipps Geräte ausgeschaltet werden. Das wusste ich nicht. Das hat mir wieder klar gemacht. Dana, es kann so schnell vorbei sein. Ich will nicht mit einer Lüge leben. Ich will zu meinen Gefühlen stehen. Wir beide. Es gibt kein Wir. Wann kapierst du das endlich? Als ich Ricardo kennengelernt habe, das war so wie mit dir und deiner Bergkapelle. Da hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen. Davor, da bin ich immer nur von meiner Vergangenheit davongelaufen. Dann musste ich nicht mehr weglaufen, weil ich eine Zukunft hatte. Als Timo geboren wurde, da war alles perfekt. Ricardo liebt ihn, als wäre er sein eigener Sohn. Es war nie Thema, dass er nicht sein leiblicher Vater ist. Bis jetzt. Also ich weiß ja erst seit ein paar Tagen, dass ich eine Tochter habe, aber ich kann mir ein Leben ohne Leonie nicht mehr vorstellen. Das ist merkwürdig. Da glaubt man, dass man alles hat auf der Welt, was man braucht. Und hinterher stellt man fest, dass es dann noch etwas gab, wonach Wonach man man sich gesehnt hat, ja.
innocence till it's too late. From sources you can't even name. Es tut mir wirklich sehr leid, Graf Lahnstein, aber es kommen immer mehr Anrufe für Sie. Die Presse, wegen des Musicals. Sagen Sie denen, es wird in den nächsten Tagen eine Pressekonferenz geben, wenn das Ganze hier vorbei ist. Es ist besser so. Für Nico. Danke fürs Herbringen. Oh, ich war schon immer so der Typ strahlender Ritter. Pass auf, Dana. Ich glaube, der Doc hat recht. In ein paar Tagen hast du dich an das Teil gewöhnt. Ah, vielen Dank. Das muss nicht sein. Ist doch gar nicht so übel. Das sieht irgendwie Science-Fiction-mäßig aus. Andi, das ist eine totale Katastrophe. Ich kann es mir nicht leisten, jetzt 2 Wochen mit dem Reiten auszusetzen. Ich weiß, wie das ist. Als ich mal im Rollstuhl saß, da... Jedenfalls, es hilft nichts. Mit einem Bänderriss kannst du nicht weiter trainieren. Na, vielleicht doch. Wenn ich vorsichtig bin. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wenn ich jetzt mit dem Training aufhöre, dann kann ich das nie wieder aufholen bis zum Lahnstein-Derby. Dein Arzt hat gesagt, du darfst 2 Wochen überhaupt nicht trainieren. Ja, Ärzte. Die machen sich doch ständig ins Hemd, nur weil sie Angst haben, dass man sie am Ende irgendwie verklagt. Hagen hat mir hier die Chance meines Lebens gegeben. Wenn ich bis zum Rennen schneller bin als Theresa, dann kann ich mit Dionysos an den Start gehen. Mann, ohne Training kann ich das doch vergessen. Mit Training kannst du vielleicht überhaupt nicht mehr laufen. Mann, Dana, sei nicht bescheuert. Mist. Marlene? Ich bin's. Ich bin gleich bei dir. Hast du dir noch mal überlegt, ob du jetzt nach Hause kommen willst? Hab ich. Ah, du hast schon gepackt. Angefangen. Da kommen noch 20 weitere Koffer. 20. Nicht, dass ich euch noch die ganze Bude durcheinander bringe. Das hat Kim schon erledigt. Ich glaube nicht, dass was für dich übrig geblieben ist. Außerdem können wir dann endlich mal unser neues Gästezimmer einweihen. Hm? Danke, Papa. Wofür hat man denn eine Familie? Dass sie einen in den Wahnsinn treibt. Wem sagst du das? Ich habe jahrelang mit 4 Frauen gelebt. Dass ich nicht in der Klapse gelandet bin, grenzt an ein Wunder.
Hey, wir Wolfrauen sind echt ein Hauptgewinn. Stimmt. Also, bleibst du bald Mittag? Ja. Und wenn Hagen glaubt, er kann die Spielregeln bestimmen, dann hat er sich geschnitten. Wenn sich hier nämlich jemand trennt, dann bin ich das. Du warst beim Arzt? Mhm. Und, was sagt er? Das ist halb so schlimm. Das heißt? Naja, also, ich trage jetzt 2 Wochen dieses Schätzchen hier. Aber zum Reiten darf ich es abnehmen. Wie zum Reiten? Dann hat er dich nicht aus dem Verkehr gezogen? Nö. Ich muss nur ein bisschen vorsichtig sein. Ach so, und ich dachte, du darfst jetzt 2 Wochen nicht reiten. Aber da habe ich mich wohl verhört, als Andi dich vorhin zur Arbeit gebracht hat. Okay. Dana? Klartext? Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois, à coups de pourquoi, le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Auch wenn es sich nicht richtig anfühlt. Es war die richtige Entscheidung. Das war's bestimmt. Eigentlich wusste ich schon lange, dass ich Philipp gehen lassen muss, aber ein Leben ohne ihn. Ich habe diesen Moment einfach immer weiter von mir hergeschoben. Weil du Angst hattest. Ich weiß, dass es das Richtige war. Aber ich weiß nicht, ob ich mit den Konsequenzen leben kann. Ich kann ja nicht ewig vor den Tatsachen davonlaufen. Mit anderen Worten, du lügst mich an. Nein. Ja. Also ich weiß doch auch nicht, was ich machen soll. Und solange ich das noch nicht entschieden habe... Da gibt's nichts zu entscheiden. Wenn dein Arzt dir 2 Wochen Reitverbot erteilt, dann hast du 2 Wochen nicht zu reiten. Danach kannst du wieder anfangen zu trainieren. Aber in 2 Wochen ist das Derby vorbei. Deine Gesundheit geht vor. Was glaubst du eigentlich, was passiert, wenn da was schief geht? Da fliegt uns die Versicherung aber sowas von um die Ohren. Hagen, darf ich auch mal was sagen? Ja, du kannst sagen, alles klar, Boss. Uiuiui. Der war aber böse. Bist du jetzt zufrieden? Du, ich konnte ja nicht ahnen, dass der so abgeht. Man könnte fast meinen, dass es gar nicht um deine Verletzung ging, sondern um was ganz anderes. Du hinterhältiges kleines Miststück. Wenn du denkst, dass ich nicht beim Derby antrete, nur weil ich 2 Wochen nicht reiten kann, dann hast du dich geschnitten. Wie, du setzt beim Training aus? Bloß weil dein Fuß ein bisschen wehtut?
Also ich habe schon mit ganz anderen Verletzungen trainiert. Wenn man als Erste über die Ziellinie gehen will, dann muss man eben manchmal den Arsch zusammenkneifen. Aber ich schätze, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Darauf falle ich nicht rein. Du willst doch nur, dass ich trainiere, damit mein Bänderriss nicht richtig verheilt. Du, das ist mir total egal, was du machst. Trainier und du machst dir dein Gelenk kaputt. Trainier nicht und du wirst beim Derby niemals fit genug sein, um gegen mich anzutreten. Sieh mal einer an. Du bist schon zurück? Es war schon seit gestern Abend. Also? Wer ist der Kerl? Holla. Ja, hallo. Wenn du kein Padre wärst, wüsste ich ja, wo du um die Uhrzeit schon herkommst. Ganz schön früh wach. Guten Morgen. Und du lenkst vom Thema ab. Ganz schön neugierig. Schon möglich. Ich war am Strand. Date mit Gott? Hey, nicht so frech, Kleine. Muss ich wohl von dir haben. Also? Ich konnte nicht schlafen und dann habe ich mich mit unserem Poolboy vergnügt. Und ich mache mir Sorgen, während du dich mit einem Kerl vergnügst, der kaum älter ist als dein Sohn. Du Luder. Also erzähl schon. Wo hast du wirklich gesteckt? Ich konnte wirklich nicht schlafen und ich war am Strand spazieren. Die ganze Nacht? Was ist denn das für eine Frage? Vertraust du deiner Frau etwa nicht? Auch dir wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe einfach die Zeit vergessen. Und dann ging die Sonne auf und das Licht war so schön. Wenn ich im Bett liege, dann geht mir so viel im Kopf rum. Du solltest dir nicht so viel Sorgen um Timo machen. Wenn ich gewusst hätte, dass du schon gestern Abend wiederkommst, dann wäre ich natürlich zu Hause geblieben. Und wenn ich gewusst hätte, dass du eine Nachtwanderung planst, hätte ich natürlich vorher angerufen. Hast du denn was erreicht? Nö. Die Sonne scheint, du bist da. Und ich habe soeben beschlossen, dass die Büroarbeit warten kann. Du machst blau. Was hältst du davon, wenn wir beide was unternehmen? Du entscheidest. Du, ich und ein Haufen Shoppingtüten. Was? Ja, am besten so eine richtig fette Mall mit Klimaanlage. Oh, das ist jetzt wirklich Schock. Also? Wie wär's, wenn du mir deine Lieblingsorte auf der Insel zeigst? Aber bitte nicht nur Kirchen. Momentan ist nicht an ihn ranzukommen. Er sagt, wir hätten ihm schon vor Jahren sagen müssen, dass ich nicht sein Vater bin. Er ist immer noch bei Ferhan, es geht ihm soweit gut und ich habe mit Ferhans Tante gesprochen, sie wird doch weiterhin ein Auge auf ihn haben. Der Junge braucht Zeit. Und es sieht so aus, als würde er auch wieder bei diesem Rennen als Sieger durchs Ziel gehen. Aber jetzt kämpft sich Dionysos nach vorn. Dionysos, der von Dana Wolf geritten wird. Dionysos holt auf, gibt alles und zieht an den Favoriten vorbei. Das ist unglaublich. Dionysos geht als Erster durchs Ziel. Das ist die Überraschung der Saison. Dana Wolf macht den ersten Platz.
ich regle mich hier in den heißesten Dessous, um dich in Stimmung zu bringen. Und du bringst es nicht mal fertig, mich anzugucken. Ja, es gibt eine andere. Doch, sie packt. Ja, und ich es. Das war doch kein Zustand. Endlich hat sie eingesehen, dass sie von diesem Kerl wegkommen muss. Nee, ich habe ihr gesagt, in der Mittagspause. Ja gut, wenn du da Zeit hast, umso besser. Marlene wird sich bestimmt über den Empfang freuen. Ja. Ja, bis dann. Tschüss. Thomas, wenn du ein Problem mit mir hast, dann klär das auch mit mir. Das kannst du haben. Als Marlene uns damals angerufen und von eurer Verlobung erzählt hat, da habe ich gedacht, ein Graf. Bestimmt so ein eitler Fatzke im Samtanzug. So. Und? Samtanzug wäre mir lieber. Bestimmt besser als alles andere, was du in den letzten Wochen veranstaltet hast. Glaubst du, das habe ich mir ausgesucht? Das ist mir doch sowas von wurscht. Du hast meine Tochter wochenlang verarscht. Nur weil du selber nicht wusstest, was du willst. In meiner Welt, da fällen Kerle eine Entscheidung und die steht dann aber auch. Und du? Da, wo andere Männer einen Arsch in der Hose haben, da ist bei dir auf mal nur Luft. Jetzt habe ich mich entschieden. Ja, wie denn? Ich warne dich. Lass die Finger von meiner anderen Tochter. Dana wirst du nicht auch noch anlügen. Thomas, das ist eine Sache zwischen Dana und mir. Was jetzt zählt, ist, dass Marlene unsere Trennung akzeptiert, sonst kommt sie nie darüber hinweg. Ja, dann mach aber auch. Eigentlich wollte ich gerade was essen, aber der Appetit ist mir gehörig vergangen. Dir hat Nico auch nichts gesagt, oder? Nur, dass sie uns hier erwartet. Sie war heute Morgen sehr gefasst. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich wollte euch Danke sagen, dass ihr so geschlossen für mich da wart. Ohne euch... Wir sind doch weiter für dich da. Danke, das weiß ich sehr zu schätzen. Hast du schon mit Philipps Vater gesprochen? Nein, ich wollte ihn anrufen, aber ich denke, es ist besser, wenn ich für ein paar Tage zu ihm fahre. Vielleicht können wir uns ja sogar versöhnen. Nico, was die Formalitäten für die Trauerfeier betrifft, ich kann mich darum kümmern. Lass uns darüber sprechen, wenn ich wieder zurück bin, ja? Ja, ich werde nur noch ein paar Sachen packen, dann bin ich auch schon weg. Ja, wenn du möchtest, komme ich mit. Danke, das ist wirklich lieb, aber ich muss von jetzt an mein Leben alleine in den Griff kriegen. Am besten, ich fange gleich damit an. So. Nächste Runde. Was spinnst du? Ich dachte, du bist beim Futterlieferanten. Ich habe dir verboten zu trainieren. Ich bin aber doch nicht 5. Darum geht's hier nicht. Du setzt deine Gesundheit aufs Spiel. Das Landstein-Derby ist meine Chance. Die kann ich mir doch nicht einfach so nehmen lassen. Verletzung hin oder her. Ich habe so hart dafür trainiert. Dieses Rennen wird mein Durchbruch. Und da bin ich mir sicher. Was gibt's denn da zu grinsen? Du bist sowas von stur und dickköpfig. Wenigstens weiß ich, was ich will. Ich auch.
Darum habe ich dir verboten zu trainieren. Und wenn du dich nicht daran hältst, dann ziehe ich noch heute deine Anmeldung zurück. Sag mal, willst du hier eigentlich einfach nur den Chef markieren? Oder hast du noch ein paar gute Gründe wie Versicherung oder sowas? Mensch, es geht mir doch nicht um irgendwelche Versicherungen, es geht mir um dich. Ich will nicht, dass du dir dein Gelenk kaputt machst, weil ich dich liebe. Ja, ich habe Jan getroffen. Du konntest mir schon früher nichts vormachen. Wie war's? Wir sind uns zufällig am Strand begegnet. Ach, Schatz, es gibt doch keine Zufälle. Das hast du schon immer gesagt. Und Jan auch. Wie war's? Wunderschön, als hätten wir uns erst gestern gesehen. Ihr habt euch ja gestern erst gesehen. Wir sind uns immer noch so vertraut wie damals. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Ihr seid Zwillinge. Ja. Ich weiß, was er sagen will, bevor er den Mund aufmacht. Und er versteht mich, ohne dass ich überhaupt was sage. Jetzt guck nicht so besorgt. Die Gefühle von damals, die haben wir im Griff. Diesmal machen wir alles richtig. Das freut mich. Wann werdet ihr euch wiedersehen? Keine Ahnung. Ricardo weiß ja nicht mal, dass ich überhaupt einen Bruder habe. Entschuldige mich, ich muss noch ein paar Fotos nachbearbeiten. Clarissa, du, im Moment ist es nicht so günstig. Warum? Philipp ist gestorben. Du kannst dir vorstellen, wie wir uns hier alle fühlen. Oh. Ja, vor allem Nico. Ich weiß gar nicht, wo das Mädchen die Kraft hernimmt. Sie ist großartig, weißt du? Mhm. Clarissa, du könntest wenigstens so tun, als ob dich das interessiert. Jan und Julia haben sich getroffen. Clarissa, du hast versprochen, dich da rauszuhalten. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ach, erzähl mir doch nichts. Seit du auf Mallorca erschienen bist, hast du doch nichts anderes im Sinn, als die Familie wieder zusammenzubringen. Mit dir am Kopfende des Tisches. Wie geht's deinen beiden? Julia war am Anfang völlig durcheinander. Und Jan? Er war ja darauf vorbereitet, dass er ihr begegnen könnte. Und Julia hat sich inzwischen auch wieder beruhigt. Ja, und was sagen die beiden? Wie gehen sie damit um? Oh, Clarissa, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Julia freut sich einfach, ihren Bruder wiedergefunden zu haben. Und sonst nichts? So wie es aussieht, sind die beiden über ihre Liebe hinweg. Du denkst also, sie sehen sich sozusagen nur noch als Geschwister? Es ist so viel Zeit vergangen. Beide sind glücklich in dem Leben, was sie jetzt führen. Ja, hoffen wir es. Ich muss Schluss machen, Clarissa. Grüß die beiden von mir, ja? Tschüss, Arno. Ist alles in Ordnung, Herr Brandner? Ich hoffe es, Justus. Ich hoffe es. Jetzt warte doch. Ich bin sowieso schneller als du. Warum verstehst du das denn nicht? Es ist egal, dass du mich liebst. Das ändert alles. Ja. Für Marlene würdest du ziemlich alles ändern, ja. Für meine ganze Familie. Was schlägst du vor? Dass wir so tun, als wenn wir nichts füreinander empfinden? Das versuchen wir seit Monaten. Es funktioniert nicht. Hagen, selbst wenn ich dich lieben würde, was ich nicht tue, es würde zwischen uns nie wieder irgendwas laufen. Weißt du, was es für Marlene wäre? Immerhin ist sie so weit, dass sie ausziehen will. Das heißt, sie beginnt, sich mit der Situation abzufinden. Und irgendwann ist sie wieder glücklich. Dann ist es ihr egal, dass ich dich liebe. Es wird ihr niemals egal sein, dass ich sie mit ihrem Mann betrogen habe. Dass ich ihre Ehe zerstört habe. Dana, nicht du. Was kommt jetzt? Ich werde dich auf immer und ewig lieben? Spar dir das, ich glaub dir nämlich sowieso kein Wort. Es spielt keine Rolle, ob du mir glaubst oder nicht. Ich bin hier. Und ich bleibe. So wie meine Gefühle für dich.
Marlene, was machst du denn da? Ich packe all das aus, was ich vorhin mühsam eingepackt habe. Was? Ich weiß, dass du dir Sorgen um mich machst, Papa. Aber das brauchst du nicht. Aber du hast doch gesagt, dass Hagen nicht länger die Spielregeln bestimmt. Dass du jetzt sagst, wo es lang geht. Tue ich auch. Aber weißt du was? Ich habe beschlossen, dass jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, um sich zu trennen. Vertrau mir, Papa. Du trägst dir den Ring wieder. Ich weiß, was ich tue. Marlene, was hast du vor? Ich werde um meinen Mann kämpfen. So leicht mache ich sie nicht. Und Punkt 1 auf dem neuen Spielplan lautet: herausfinden, wer diese Neue ist, die er angeblich liebt. Ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Was ist mit dir? Ich bin groß genug, um mich auch mal alleine zu beschäftigen. Oh, das wollte ich hören. Bis später. Bis später. Jan. Hey. Alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Ich habe nachgedacht. Ich will dich nicht mehr wiedersehen.